heißt, wir stellen uns gerade wirklich um in der Firma von einem klassischen Fahrwerk- und Getriebebauer durch die Akquisition der vormals TRW zu einem ganzheitlichen Lösungsanbieter, nicht nur für mechanische, sondern auch für elektronische Systeme. Unser Ziel ist natürlich das elektrifizierte oder elektrische Fahren und das auch noch hochautomatisiert. Was sicherlich für das Publikum aber ungewöhnlich war, ist, dass da vorne jemand steht, eine Führungspersönlichkeit, die so für das Thema brennt. Sie haben sich offenbar auf die Fahnen geschrieben, das Thema mit Emotionalität anzureichern. Ist das Konzept aufgegangen? Ja, ich bin tatsächlich der Überzeugung, Elektromobilität macht Spaß. Ja? Man braucht keine Ökokonserven zu verkaufen. Die Leute wollen nicht ein Auto kaufen, das sie dann letztendlich vollständig bezahlen, nur um damit wiederum zu sparen. Ja? Sondern bin grundsätzlich der Meinung, Spaß gehört zum Leben dazu. Und wenn wir den Spaß auch noch mit der Nachhaltigkeit verbinden können, ja, was Besseres gibt es doch nicht. Auch in der Podiumsdiskussion waren Sie beteiligt und Sie hatten dort Nachwuchsführungskräfte mit auf der Bühne. Es wurden auch Filme eingespielt von jungen Menschen, die zum Thema Automobil gefragt wurden. Für mich persönlich erstaunlich, dass doch noch relativ viel Benzin im Blut der jungen Menschen pulsiert. Teilen Sie den Eindruck? Ja, den Eindruck teile ich vollkommen. Ich glaube aber, das liegt ganz einfach darin, dass die Vertreter auf der Bühne für die Gesellschaft nicht repräsentativ ist. Wir haben rausgehört, dass es junge Familienväter und Mütter gab auf der Bühne, die aber überwiegend im Randbezirk oder Ähnliches gewohnt haben. Und ich glaube, man kann einfach die Mobilitätsansprüche, die wir in Europa, speziell Zentraleuropa und vielleicht Amerika haben, gar nicht mit denen vergleichen, was die Massenmobilität vielleicht in den nächsten 15 Jahren für Großstädte und Megacities bedeutet. Das CTI-Symposium feiert 15-jähriges Bestehen. Wenn man sich zurückerinnert, und Sie können das sehr gut, Sie waren bei vielen der Veranstaltungen bereits hier, hat noch vor wenigen Jahren der Hauptteil der Branche gesagt, dass mit der Elektromobilität hat eigentlich kaum eine Chance. In diesem Jahr 2016 sind die Aussagen ganz andere. Ist das ein Lippenbekenntnis oder ist tatsächlich die Branche unterwegs in diese neue Technologiezukunft? Ja, das hat mich auch gewundert, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Ich stelle fest, dass die Aussagen zur Elektromobilität im Vergleich zum letzten Jahr deutlich positiver sind, dass sich also der Trend ändert. Und besonders hat mich natürlich die TED-Umfrage gewundert, als gefragt wurde, in 10 Jahren, wer glaubt denn von Ihnen, ein Hybrid, ein batterieelektrisches Fahrzeug oder ein konventionelles Fahrzeug zu fahren? Wir haben vorher in den Diskussionen immer gehört, dass wir 2025 von vielleicht 25% Elektrifizierung ausgehen, bedeutet 75% der Fahrzeuge werden letztendlich noch mit einem Verbrenner ausgerüstet. Das sah ja hier im Saal völlig anders aus. Ja? Wir hatten nur 13%, glaube ich, konventionelle Antriebe, über 50% Hybride. Macht in Summe also nur noch 65% für den vollelektrischen Antrieb, für den Verbrenner und für den vollelektrischen dann quasi noch 35% zum Verbleib. Das ist ja deutlich mehr, als wir bei den meisten Prognosen bisher gehört haben. Zum Abschluss die Frage in Ihrem Unternehmen bei ZF. Was war für Sie der ausschlaggebende Punkt, sich so auf das Thema der Elektromobilität, der neuen Mobilität zu stürzen? War es die mittlerweile auch zugegeben positivere Vermarktung der OEMs dieses Themas oder haben Sie als Zulieferer schon früher die Weichen gestellt, um diesem Trend entgegenzukommen? Also bei uns ist es intern wirklich eine Diskussion, dass wir aus der Historie kommen, ja relativ früh mit der Elektrifizierung der Getriebe angefangen sind. Traditionell sind wir aber bei der ZF aus der Längsbauweise gekommen, sprich also Fahrzeuge mit Tunnelkonstruktion. Und wenn wir jetzt mal 15 Jahre in die Zukunft schauen, Richtung autonomes Fahren und dann einer individuellen Freiheit der Passagiere in der Fahrgastzelle, dann gibt es vielleicht den Tunnel gar nicht mehr. Und sich dann zu überlegen, welche Antriebslösungen brauchen wir dann, um dem Fahrgast in der Fahrzeugmitte Freiraum einzuräumen, da landet man dann unweigerlich beim Elektroantrieb. Und ich glaube, das hat die gesamte Führungsmannschaft der ZF relativ gut verstanden, dass wir uns darauf vorbereiten müssen.